Ach, das ist ja... Ich wollte den ganzen Kessel hochheben. Ich bin ein Depp. Bottig auseinanderreißt. Herzlich willkommen zum Kanal der Bürosophen. Was jetzt kommt, ist unser erster Brautag, gepaart mit allem, was dazugehört. Das heißt, mit all dem Wissen, das wir uns angelesen haben und all den Versuchen an Kochtöpfen und zu Hause, die wir gemacht haben, gegenüber dem, was uns an Erfahrung gefehlt hat für einen ordentlichen Brauvorgang, für den Brauvorgang mit dem Braumeister. Und das Ganze fängt erstmal damit an, überhaupt ein Rezept festzulegen, das funktioniert, ohne vorher irgendwas gemacht zu haben. Wie aus dem Bilderbuch, oder? Ja, alles dabei. Alles klar, gut. Prost und Verstehe. Freude. Zum Wohl. So, jetzt da. Einen Celebrator-Weizenbock war das immer noch, gell? Bei den Weizen, bei der Mischung, das wären jetzt hier 10 Kilogramm insgesamt. Genau. Weizenmalz, Das ist- Pilsnermalz, Münchnermalz. Und da wollten wir ein bisschen aufstocken. Das heißt, genau. jetzt rechnen wir 50 Liter hoch, von Ganz 37 genau. auf 50. Du hast einen Dreisatz gemacht, das wird ungefähr passen. 6,5 Weizenmalz, 6,5, da stehen 6,8, aber wir damit runden man halt 6,5 und 3,25. 3,25 werden genau diese 13. ja. 6,5 Weizenmalz, 3,25 Pilsnermalz und 3,25 Münchnermalz. Da hätten wir so ungefähr die prozentuale Münchner Malz. Verteilung beibehalten. So. Und dann landet man genau bei 13 Kilo. So genau müssen sie laut Gesetz. Und genauer machen sie auch nicht. Und du kannst davon ausgehen, dass es nicht. Unser erster Brautag hat irgendwann gestartet um 10 Uhr morgens. Insgesamt haben wir mehr wie 12 Stunden braucht. Und angefangen haben wir da sehr gemütlich. Wir haben erstmal das Malz abgewogen, haben uns nochmal informiert, nochmal alles durchgelesen, was es so gibt, nochmal alles durchgesprochen und durchgedacht. Schlussendlich bleibt es aber dabei, dass man das Ganze zum ersten Mal macht. Man hat keine Ahnung, wie es im Detail funktioniert. Wie meischt man ein? Wie funktioniert es mit dem Malzrohr? Wie schnell geht es, die Temperatur einzustellen? Was bedeutet es zu kochen? Und 1000 andere Details. Entsprechend haben wir versucht, alles sehr gut zu dokumentieren und haben uns zum Beispiel auch notiert, wie groß unser Mahlgrad war oder mit was für einer Drehzahl wir die Mühle überhaupt betrieben haben. Das Ziel dessen war, möglichst viel zu lernen und, falls es gut wird, in Zukunft das auch reproduzieren zu können. Und nochmal zur Hauptguss-Nachgussgeschichte. Genau. Das Bei war- den der Hauptguss wären 30 Liter gewesen. bei 37 Der Liter käme dann auf Ausschlag, 40 genau. hoch. Okay. Mhm. Den Moment, wir machen es Jetzt, noch ja, anders. jetzt lass mal. Es wären 40,5 Liter Hauptguss Und und 30 30 Liter Nachguss. Nachguss. Bei einem 50 Liter Ausschlagvolumen. Mhm. So, Für 50 Liter, das schauen wir. 50 Liter genau. Celebrator. Weizenbock. Jetzt drehen wir aber den Spieß rum, Genau, wir machen jetzt den Nachguss deutlich kleiner. Wir halbieren ihn auf jeden aber Fall. den Hauptguss dafür größer, weil wir wollten ja sozusagen das Rohr Genau. komplett im Wasser stehen haben, Da machen wir 55 Liter Hauptguss. weil das nämlich regelmäßig die Hauptgusszahl ist Ja. und machen zwischen 5. 10 und 15 Liter Nachguss. Wir brauchen Nachguss, Ja. sonst Haben wir zu wenig Flüssigkeit. Ganz genau, sonst dampfen es zu sehr ein, aber gucken wir mal, wie wir wem rauskommen. So, das wäre sozusagen der Einstieg. Ja. Man merkt dann ziemlich schnell, dass wir noch nie mit dem Braumeister gebraut haben. Bei all diesen Versuchen mit unseren Kochtöpfen und was auch immer wir gemacht haben, hat man am Ende eigentlich keine Ahnung, wie das mit diesem Malzrohr funktioniert, wie der Braumeister überhaupt funktioniert und alle anderen Details, die dessen Bedienung betreffen. So, das heißt, ein alkalisches, also ein Wasser, was höhere alkalische Werte hat, ist da sehr empfohlen. Das heißt, du kommst sozusagen schon mit einer gewissen Grundsäure rein, mit einer gewissen Grundbase rein. Man merkt auch, man macht sich Gedanken um Dinge, die überhaupt noch gar keine Rolle spielen, wie zum Beispiel diese Alkalität oder Restalkalität des Wassers. Obwohl die eine erhebliche Rolle spielt, hat die nämlich zu dem Zeitpunkt noch nichts zu suchen. Man will doch einfach erstmal diesen Vorgang einmal durchziehen und ein
Bier am Ende produzieren? Hätte ich jetzt gesagt, dass wir den Hauptguss auf 47 Grad erwärmen, also die 55 Liter dazu maischen und dann wären wir vielleicht so um und bei 43 47 Grad, da bist du jetzt 2 wärmer als in dem Rezept. weil halt auch mehr Masse ist. Also wir haben ja auch mehr Schüttung. Das nimmt Also ja 47 Grad, dann Hauptguss fallen wir wahrscheinlich vortemperieren. auf 5, also vortemperieren, genau, Dann fallen wir wahrscheinlich auf 41, 42 Grad Ja. runter beim Maischen. beim Einmeischen. Müssen dann auf 43 Grad erhöhen, 20 Minuten. Und dann jeweils bei 61 bis 63. Da haben wir jetzt 20 Minuten auf 43 Grad Celsius quasi. 20 Minuten Maischen. bei 43, genau. Also, Auf, also Ja, ja, auf, genau. das lassen wir so Genau. stehen. und Und dann nach 20 Minuten, aufheizen auf 61 bis 63 Grad. das machen wir für Und wenn wir die erreicht haben, bleiben wir Weitere da halt 30 Minuten. 30 Minuten Genau. auf 61 Bis bis 63. 63 Grad Celsius. Und dann nochmal, wenn wir das erreicht haben, 30 Minuten bei 70 bis Genau. 72. Wunderbar. Jetzt war es also endlich soweit. Das Wasser war eingefüllt und wir haben endlich angefangen, den Braumeister zu starten und den Brauvorgang zu starten. Wir hatten alles schön einprogrammiert. Man kann sich da gut lotsen lassen durch die ganzen Menüs. Funktioniert wunderbar. Und am Ende kann man jetzt sehr schön zugucken, wie jetzt der Braumeister diesen Vorgang abfährt, wie er die Temperatur hochfährt und wie er einen darauf hinweist, das hört man an den Bingen im Hintergrund, dass man jetzt zum Beispiel Malz einfüllen muss oder ansonsten irgendwas zu tun hat. Man wird also durch diesen ganzen Brauvorgang wunderbar durchgelöst. Wir sind jetzt bei dem Bock an die Maximalmenge von dem Malz gegangen, mit 13 Kilo. So ist es in der Anleitung angegeben. Ziel war natürlich, einen Bock zu machen. Deswegen braucht man viel Malz. Wir wollten eine hohe Stammwürze. Ob jetzt diese vollen 13 Kilo sinnvoll sind, wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Wir haben bloß gesehen, dass beim Einmeischen alles immer dicker und pumpiger geworden ist. Und man hat das Gefühl, das ist doch fast schon zu dick. Das war uns aber überhaupt nicht bewusst, dass das eine Rolle spielen könnte. Man nahm einfach an, egal wie viel, solange man unter dieser angegebenen Menge bleibt, wird man immer das Malz gleich gut auswaschen. Uns ist es dann aber aufgefallen, wo wir immer wieder die Stammwürze gemessen haben, durch Probenentnahme, dass wir einfach nicht die Stammwürze erreichen, die wir uns theoretisch mit der Menge des Malzes und der Menge des Wassers gewünscht hätten, beziehungsweise erwartet hätten. Naja, schlussendlich führt es dazu, dass wir zu dem Zeitpunkt festgestellt haben, naja, vielleicht sollte man weniger Malz nehmen und vielleicht auch am Mahlgrad justieren. Das ist schon der Lokalmatador. Der kommt jetzt ein Zettel, der kommt da an. Der ist nicht Bayern, Mann, der heißt das. Bamberg, das ist Franken, Bayern. Zu dem Zeitpunkt ist es aber schon ein Riesenspaß. Das Malz, das man da einmeischt, fängt das Riechen an und es kommt dieser typische Brauereiduft auf und weckt einfach eine unglaubliche Vorfreude in einem. Du kannst weg. Machen wir das jetzt zu, dann müssen wir ein bisschen Kaltwasser drauf. Genau. Da muss ja einer der UFO fotografiert. Genau mit dem Ding nach unten. Jetzt kommt da nochmal ein spannender Augenblick. Wir bauen jetzt hier unser Malzrohr zusammen. Wir haben einen Low-Oxygen-Aufsatz. Dazu haben wir noch extra Siebaufsätze und extra Deckel. Und was jetzt dann im Anschluss passiert ist, dass die Pumpe angeschalten wird und von außen das Wasser in das Malzrohr drückt. Und das sieht wunderbar aus. 46,7. Pumpt er denn? Ja, Oster wird weniger. Ja, jetzt genau das mache ich nicht. Genau, das passiert dann. War geil. Jetzt wird sich auch die Temperatur schlagartig. Und das soll so sein, gell? Genauso soll es sein. Der pumpt jetzt von unten hoch. Und da hält der quasi Geiles Zeug. hält er die ganze Zeit das Malz in Wand. Geruchsfernsehen brauchen wir da. Leute. Ja, schwimmen. Und die nimm die bei der Hand.
Das ist tatsächlich ein unschlagbarer Moment. Wenn der Sud oben rausquillt, die Würze, die da gerade entsteht, dass das Duften anfängt und einem klar macht, wow, ich glaube, das könnte funktionieren. Irgendwas wird dabei rauskommen und die Hoffnung immer froheren Mutes wird, dass man am Ende tatsächlich ein leckeres Bier bekommen wird. Ausbasteln. Gut, beim Abmeischen sind wir dann auf 78 Grad, das ist fast immer so. Ne? Genau. Und dann hätten wir es durch. Genau, und dann ziehen wir die Maische raus, machen den Nachguss Genau. und starten mit dem Hopfenkochen. Genau. Ich hätte jetzt, da wir beim letzten Celebrator Weizenbock, den ich im Töpfchen gemacht hatte, mit Ja. diesem Ja. Brew in a Bag Tasche, Ja. hätte ich jetzt gesagt, dass wir beim Hopfenkochen wieder die halbe Menge vom Hopfen nehmen. Beim letzten Mal hatte ich sozusagen die halbe Menge genommen und die andere Hälfte hätte ich noch da. Und die nehme dafür her. Der Hopfen spielt beim Weizenbock zwar eine Rolle, aber eine sehr Wir haben eh untergeordnete. nicht mehr auf Deutsch. Ich hätte noch Aromahopfen, einen deutlich Alpha-starken, also einen sehr bitteren dabei. Ich hätte auch noch einen sehr milden Aromahopfen dabei. Theoretisch können wir aus dem Weizenbock auch ein IPA Nee, machen lass mit dem es. Hopfen, den wir da haben. Lass es, aber ich hätte lass mal gesagt, die schlicht. Hälfte, oder? Die Hälfte von dem, was hier vorgeschlagen wird, quasi. Exakt, und die hätte ich noch da vom letzten Weizenbock Okay. halt. Das wäre dann 30 Gramm, also einmal 15 Gramm Genau. vor der Würze gleich am Vor der Würze Anfang rein. und dann am Ende nach 70 Minuten. Okay. Genau. Also 15 Gramm Tettnanger. Das ist ein Tettnanger Hopfen, ganz Tettnanger einfach. Aromahopfen, 4,2% Alpha. Dann waren wir also langsam fertig, den Malz auskochen und wollten übergehen zum Hopfenkochen. Dazu müssen wir natürlich erstmal dieses Malzrohr mit dem Malz aus unserer Würze wieder rausheben. Da haben wir einen ersten kleinen Fehler gemacht. Wir hatten nämlich dieses Malzrohr natürlich festgeschraubt und diese Verschraubung sollte man lösen, bevor man es anhebt und rausholen will. Was drauf, genau. Den Ich schiebe das wollen wir Ding ja. mit runter. Genau. Ach, das ist Ich wollte den ganzen Kessel hochheben. Nicht, dass der Ich bin ich ein Depp. Bottich auseinanderreißt. Total klar. Gottes Willen. Um Himmels Willen. Ah! Stopp. Das Das noch schwenken lassen. ist 300 Kilo. Langsam durchsichern. Wenn man es dann richtig macht, funktioniert es natürlich auch. Funktioniert natürlich einwandfrei. Mit 50 Litern und dem entsprechenden Gewicht an Malz kann man noch umgehen und es ist nicht unmenschlich zu heben. Zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt auch angefangen, unsere Proben zu entnehmen und Stammwürze zu messen. Das sieht man im Video nicht. Und waren etwas enttäuscht. Naja, warum? Irgendwie hätten wir 15% Stammwürze erwartet. Wir wollten ja einen Bock machen und so war ja das Rezept, von dem wir abgeleitet haben. Gemessen haben wir allerdings 12%. Etwas Enttäuschung hat sich da breit gemacht, allerdings ist sie schnell gewichen, nur weil die Stammwürze weniger ist, das Bier also schwächer wird es ja kein schlechteres Bier. Also hat man sich darauf fokussiert, alles möglichst gut zu machen. So, dann haben wir also unser Malz aus dem Kessel genommen, um das Hopfenkochen starten zu können. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Man kann das gut rausheben, gut zur Seite stellen. Man kann dann auch mit dem Treber, der da übrig bleibt, allerhand andere Dinge machen. Beim Hopfenkochen selber haben wir dann losgelegt mit dieser zu niedrigen Stammwürze. Und man könnte jetzt alles einkochen, dass es trotzdem so stark wird. Da haben wir uns aber beschränkt. Den Hopfen selber haben wir in einer Teebeutel dazugegeben, damit wir keine Hopfenteilchen rumschwimmen haben. Um dann nach dem Hopfenkochen, das sieht man jetzt hier schon, mit der Kühlung zu beginnen. Bei der Kühlung haben wir zum einen den doppelten Mantel des Braumeisters verwendet und zusätzlich noch so eine Edelstahlspirale mit eingebracht, um sie mit kaltem Wasser durchlaufen zu lassen. Um das Wasser noch zusätzlich kalt zu bringen, haben wir eine zweite Edelstahlspirale außerhalb
mit der wir das Wasser kühlen. Nach dem Kühlen wollten wir das Ganze dann abpumpen mit unserer Abpumpvorrichtung, sind aber etwas gescheitert. Wir haben nämlich es nicht geschafft, diese Pumpe auf den Stutzen zu stecken. Der hat sich irgendwie beim Kochen gelöst vom Boden. War aber dann kein Problem. Wir haben uns einfach dazu entschlossen, naja, so schwer ist das Ganze nicht. Zu zweit können wir den Braumeister anheben, haben den auf den Stuhl gestellt und konnten dann einfach direkt in unseren großen Gärbottich unser Bier ablaufen lassen. Und das ist das erste Mal wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, wenn man diese Würze plätschern hört. Herrlich. Was man jetzt auch nicht gesehen hat, als die Würze noch heiß war, haben wir ein paar Flaschen Speis abgenommen. Das heißt, Würze, die wir einfach in Flaschen abgefüllt haben, heiß, die Flaschen verschlossen haben und das Ganze dann gekühlt haben, um danach beim Abfüllen unseren Weizen damit ein bisschen anzuschießen. Dazu aber mehr bei der Abfüllung. Am Ende kam jetzt noch die Hefe dazu und für uns alle war das ein wunderbarer erster Brautag. Und als kleiner Vorgriff, das erste Weißbier, das wir da gebraut haben, das hat so unglaublich erstaunlich gut geschmeckt und auch gut gerochen, dass uns allen klar war, das wird nicht der letzte Brautag bleiben. Definitiv nicht.